Hallo zusammen, da sind wir wieder zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1 am Stonewood Manor. Eine Postkarte. Der Postkarte, viele kommen hierher, um zu bieten, aber man trifft bla bla als Postkarten My Favorite Croft, mein Lieblingsbauernhof. Aber wir wollen jetzt hier eigentlich weitergehen. So. Der hat gesagt, es gibt einen Garten hinterm Haus. Gut, da kommen wir nicht weiter. Frage ist, wie kommen wir zu dem Garten, ne? Geht's hier irgendwo lang? Nee, hier geht's nirgendwo lang. Jetzt immer noch der Elefant. Da müssen wir bestimmt durchs Haus gehen. Wenn ich mich nicht täusche, gab es hier im hinteren Bereich eine Tür, genau. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain. And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Was machen wir? Machen wir jetzt noch ein paar Sachen davor oder gehen wir zum Ende? Ich würde sagen, wir machen noch mal ein paar Sachen davor. I find myself awash in uncertainty. Perhaps now is not the time, with so much left to do. Thank you, Sherlock. Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And we will answer. But know this, John. One way or another, we will find ourselves back in front of this door, unable to avoid the truth any longer. Schauen wir einfach mal in die Fallmappe, was wir da noch haben. Aale an der Angel. Lass uns mal das machen. Auftrag von Minecraft. Dein Auftrag lautet, den Anführer der Schmugglerbande, die Aale, zu ergreifen. Sein Name ist Friedrich Panzer. Wir vermuten, dass er sich in einer seiner Lagerhallen in Silverton aufhält. Allerdings wissen wir nicht, in welcher. Wenn wir die falsche betreten, ist er alarmiert. Okay. Ich glaube, eine hatten wir schon mal durch Zufall betreten. Das heißt, die können wir schon mal ausschließen. Dann gehe ich mal auf die Karte und wir suchen mal Silverton. Da oben ist Silverton. Da war ich auch noch nicht oft. Das heißt, ich muss, ich muss da zu Fuß hin. Ich will oder nicht. Und ich nehme mal die hier. Da war ich nämlich noch nicht. Die goldene Mitte sozusagen. Did you hear? Another sailor's drowned. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? Und den nächsten neuen Fall. Lasst uns mal die Nebenfälle machen, ehe wir das ganze Ding abschließen. John hat es ja gesagt, dann gibt es kein Zurück mehr. Auch wenn es hier mehr oder weniger wie eine Open World ist, ist es ja doch ziemlich begrenzt, ne, von dem, wo man hingehen kann. Also eher so Open City, Open Cordona. Da ist eine Brücke. Entschuldigung. Und ich habe ja gespeichert, zur Not, ja,
gehe ich halt nochmal zurück, ne? Ich glaube, das war die erste Fabrik. Ach nee, es war eine Fabrik, keine Lagerhalle. Wir haben einen neuen Schnellreisepunkt. Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Hier ist es schon. Da will ich ja hin. Hier, das hier ist er. Ich muss nur einen Eingang finden. Hier. Nee, da geht's nicht rein. Oh Gott, jetzt muss ich einen Kampf machen. Who the hell is that? Get him! Take a rest, my friend. Overcome him. Don't rush. I couldn't miss the party. Ja, das war zu früh. Au. So, den haben wir. The snuffs. Give him the... Au. Der hier ist doof, der bewegt sich sehr schnell. Ah, jetzt habe ich mir natürlich wieder... Ups. Ah, der hat hier an seinem Rücken, hat er halt was, ne? Huch. So, den haben wir. Too simple. The snuff's ready. Oh, da ist doch noch einer. Huch. Nein. So, jetzt haben wir den aber auch. Take a rest. Give him the pepper snuff. Was, da ist noch einer? Ach oh Gott. I couldn't miss the party. So, so langsam habe ich auch verstanden, No wie more es crime. The abläuft. snuff's ready. Nee, der ist... Ja. I thought we were against murder. So, einen Toten haben wir jetzt wieder. Ich bin nämlich auch gleich tot hier. Gleich die Faxendicke hier. Hey, you could have kept him alive. Huch. Naja, egal. I couldn't miss the party. Too simple. Give him... Oh, schon wieder einer mit Messern hier. No, you killed him. Hey, you could have kept him Ja, gut. alive. Aber ich bin auch fast tot. I'm coming. So, viel haben wir jetzt nicht dabei verdient, aber... Da ist noch einer. I thought we were against murder.
Friedrich Panzer ist tot. Ach, das war der. Ich sollte Miss Zettel in der Zeitungsredaktion Bericht erstatten. Well, Panzer is dead. Now to report to Miss Sirtle. Naja, gut, okay. Vielleicht hätten wir ihn auch verhaften lassen können. Jetzt ist er halt tot. Jetzt müssen wir zur Zeitungsredaktion zurück. I located Friedrich Panzer, but he did not survive the encounter. They had no other choice. So I heard. Mycroft was displeased. Panzer would have been an invaluable asset. Who knows how many lives his interrogation may have saved. At least the eels will now slither away from Codona. It's not the story I expected to write, but it is something. Since you're here, Mr. Holmes, how about an interview? Strictly on background? Get to know the real you. Mycroft is rather tight-lipped, as you know. Information is Mycroft's currency, and he does not disperse it lightly. He will tell you a barefaced lie without hesitation if it advances his cause. As for your request, I'm afraid the real me pales in comparison to your vivid imagination. An interview would do us both a disservice. Perhaps it's best to let the mystery be. Now, on to other matters. We have another case for you. Are you interested? I'd never hear the end of it from Mycroft if I declined, so please, Miss Sirtle, fill me in. I cannot. Your brother insisted that the contents of this envelope were for your eyes only. I can merely wish you a clear mind and a fleet foot. So, das hätten wir. Gucken wir gleich mal, was wir noch alles haben hier. Buchhändler vermisst. Seite an Seite. Musiklehrer aus der Gegend hat im Zentrum von Scully in direkter Umgebung Plakate aufgehängt und bittet um. Ja klar, wir suchen mal seine Geige. Müssen wir zur Kirche. Die ist ja hier. Da müssen wir hin. Das ist ja gleich hier um eine Ecke. Great to see you. Extra, extra! Da wollte ich doch hin. Oder ist hier eine Treppe? Ah, hier ist eine Treppe hoch. Okay. Meine alte Geige wurde gestohlen. Falls Sie Hinweise zum Verbleib meines Instruments haben, suchen Sie mich bitte in der Professors Road nördlich der Adler Street. Installation. Okay. Professor Road nördlich Adler Street. Ach, hier ist die Adler Street. Das ist ja auch gleich hier. I'm having deja vu. This house seems so familiar. Muss ich nur das Haus finden.
bin vorbeigelaufen. War nur ein kleines Stück. Ach, John steht doch schon davor. I'm having déjà vu. This house seems so familiar. Oder hier drüben, das Haus. Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Just tell me exactly what happened. How was your violin stolen? Some needy soul broke into my home while I was out. The only thing of value they took was the instrument. Did you report the theft to the police? I did, but they dismissed it as petty theft. Don't get me wrong, I don't blame them. They certainly have more important matters to deal with. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Oh, come inside, I'll show you everything. Gehen wir mal Feel rein. free to look around. Aufgebrochene The door Verriegelung. was kicked in. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. The scrap of fabric is covered in white stains. Eines fehlt uns noch hier. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Nothing was taken except for the violin. How odd. Ich denke mal, wir müssen jetzt die chemischen Substanzen hier von diesem Stück Stoff. Genau. Aber das werden wir überspringen. Was irgendwie beim letzten Mal immer nicht funktioniert hat. Bin ich jetzt heute mal faul. Und wir folgen jetzt ja den Dieb mal. Hier haben wir irgendwelche Flecken. Aber wahrscheinlich muss ich hier erst was aussuchen. Anything Noch. else you'd like to know? You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons. But nobody visits me anymore. So, wir hatten ja Blut gefunden. Und hier sehe ich jetzt nämlich auch Blut. Schaut mal. Können wir ihm folgen? Hier hört es irgendwie auf.
The trail stops here among the waste. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? Oh. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. So, aber ich denke mal, wir werden uns mal... Wir sind ja hier in Scalatio. Ziehen wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Machen wir sowas. So, und ach ja, wir haben ja neue Hinweise. Die Sache mit dem Esel, das werden wir mal auch anheften. Und jetzt reden wir mal mit den Leuten, die hier so rumstehen. Was haben wir hier noch? Da sind die Eselspuren. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. Help me, please. Listen, friend. I like your face. I'll tell you. Einer der Händler sah, wie die Matrosen den Esel durch den Torbogen mit der Säule treiben wollten, unweit eines Trinkbrunnens. Help me, please. I've never heard of it. I'm sorry. Torbogen. Da haben wir einen. Hier ist was. Hufspuren. The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. The first lead in our asinine chase. One of them lost his cap. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? Another bottle of whiskey. Hier war doch ein Esel. Oh, this must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Good grief. Those drunks are wreaking havoc in here. Good grief. Those drunks are wreaking havoc. Das vielleicht? Nee. 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 Nochmal. Good grief. Those... Nee. Eine Gruppe betrunkener Matrosen randaliert im Pub Red Whiskers. Sie sind verrückt und gefährlich, keine Wunder, dass die Gäste nicht eingeschritten sind. Excuse me, just one question. I've never heard of it. I'm sorry. Ach, jetzt müssen wir wieder kämpfen hier.
Like hell. Don't bother moving. You've lost. Too simple. The snuff's ready. Don't. Give him the pepper snuff. I'm coming. Too simple. The snuff's ready. Meh, aua. Das ist wieder mal... Don't bother moving. You've lost. Give him the pepper snuff. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Ah, hier ist noch einer. Irgendwo. Da. Au. Huch. Hey, you could have kept him alive. Ist noch einer. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. Ja, das habe ich verpasst. Halt falsche Richtung gedrückt. I'm coming for you. I'm coming. Too simple. The snuff's Jetzt haben wir ready. den. Just die. Au. Das war eigentlich wieder ein Toten Give him mindestens. the pepper snuff. Einen Toten haben wir. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. So, okay, wir haben die jetzt erledigt. Die Geige sollte sich im Pub befinden. Oh ne, der Eingang da. Reden wir mal mit ihm hier. Hey. Na, sag mal, der will nicht. Dann reden wir mit ihr. Excuse me, just one question. I have no idea, I'm sorry. Kann nicht mit ihm reden. Will nicht mit mir reden. May I ask you something? I've never heard of it. I'm sorry. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Dann soll das hier nur der Pub sein, oder was? Nee, da geht's ja gar nicht lang. Da auch nicht. Sollte sich irgendwo im Pub befinden. Da. The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. So, und ich gehe mal hier hinten lang. Da ist das Eselchen. Der Junge, der stand hier irgendwo.
I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful reunion. Jetzt haben wir Lieutenant Sean gerettet. Jetzt müssen wir noch zu... hier. Zu ihm und seine Geige zurückbringen. Wo ist er denn? Da ist er. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Bravo! I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That, melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Fall abgeschlossen und einen alten Mann glücklich gemacht, obwohl er uns jetzt seine Geige geschenkt hat. Beim nächsten Mal schauen wir nochmal in ein paar weitere Fälle und wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.